So. Ich lasse mir meine Hühneraugen straffen, dann schielen sie lustig. Schminkst du dich dann auch? Nur im Karneval, was du besonderen Anlass. Okay. Okay, Leute, wir spielen heute die Demo von Slay the Princess. Ich habe mich null spoilern lassen. Ich weiß, dass es andere Leute schon gespielt haben. Es ist so ein Bilder... Du musst halt die Prinzessin umbringen. Und ich bin ganz ehrlich, das macht mir jetzt schon Angst. Okay. Chapter 1. The Hero... Der Held und die Prinzessin. Ich hoffe, ihr könnt Englisch. Ich kann wahrscheinlich... You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Also wir sind auf einem Weg in den Wald und am Ende des Weges ist eine Hütte und im Keller davon ist die Prinzessin. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Wenn du, also im Grunde, wenn du sie nicht tötest, ne, ist es das Ende der Welt. Worüber redest du? Wir kriegen aber ganz schön viele Antwortmöglichkeiten. Das ist ja cool. Jetzt ist die Frage, können wir jetzt nur eine Antwortmöglichkeit auswählen oder können wir die alle so ein bisschen, dreh dich um und geh wieder. Geil, töte die olle bloß nicht, die Wisse endlich untergehen. Ja, okay, komm. Wir machen es einfach mal nur so zum Spaß. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Ernsthaft? Du wirst einfach schon hergehen. Ah, ist das schön. Okay. Oh, wie geil. Oh mein Gott! Das ist so voll Charlies Antwort. Oh mein Gott. Ich bin total okay damit, wenn die Welt endet. Ich wünsche mir eine neue Ära, die kommt. There Genau. won't be a new dawn if the world ends. There'll just be nothing forever. Da wird es niemals einen neuen Morgen geben, wenn die Welt endet. Da wird einfach nix sein. Für immer. Okay. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Oh, ist das geil. Oh, ich kann nicht mehr. Okay. Ich glaube, du gehst einfach schweigend weg von dem Haus. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Okay. Okay, was wir gefragt wurden zu tun, ist halt definitiv falsch. Ja. Besser nichts damit zu tun haben, als jemanden zu töten. Ignore that quasi. annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. Nein, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ignoriere einfach diese nervige kleine Stimme. Sie weiß nicht, worüber sie spricht. Oh, ist das geil. Hey! It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Ey! Wir werden hier voll verarscht. Was soll das? Das ist so
eine klassische Situation von Spiel sagt nein. Du hast das zu tun, was das Spiel sagt. Feierabend, ja, Feierabend, wie das duftet, kräftig, deftig, würzig, gut. Pommersche auf einen guten da. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Egal. Also, das ist seltsam. Es schaut aus, als würde der Weg von der Hütte weg dich wieder zur Hütte hinbringen. Wie überraschend. Alles ist quasi, ja, maybe the world can still be saved. Vielleicht kann die Welt ja trotzdem gerettet werden. Ach ne. Ist ja okay. Damit es besser rüberkommt, dass ich mich weigere, eine Prinzessin zu töten, ne? So, zufrieden? Ja. Ja. Jetzt wollt ihr es wissen, ne? Oh, ist das schön. Okay, gehen wir jetzt in die Hütte rein oder drehen wir uns einfach wieder um und gehen? Okay. Warum tut ihr mir das an? Warum? Ja. Wir gehen jetzt in dieses Haus. That's great to hear. As long as you Emotional damage! this will all resolve splendidly. Okay, es freut ihn, das zu hören. Und solange wir tun, was der möchte, nämlich die Prinzessin zu töten, wird alles gut. A warning before you go any further. Natürlich, jetzt kommt noch eine Warnung. Klar. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Sie wird lügen. Sie wird betrügen. Und sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten, sie zu töten. Glaub ihr nicht ein Wort. Fortunately, she's only a princess, whereas you are a valiant and talented warrior. It'll be easy, so long as you stay focused. Ich bin am Überlegen, Bus zu fahren. Ja, dann mach das doch. Oder du fährst mit dem Auto und fährst dann noch mal kurz in Lidl, wenn du fertig bist und eng, schwitzig, kuschelnd, Atem im Nacken. Also sie ist einfach nur eine Prinzessin und wir sind natürlich ein talentierter Krieger. Es wird einfach, solange wir fokussiert bleiben. We can't just go through with this and listen to him. She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. You're not changing. Also, du wirst deine Meinung nicht hier ändern, oder? Wir können nicht einfach da durchgehen und ihm zuhören. Sie ist eine Prinzessin. Wir müssen Prinzessinnen retten, nicht töten.
Wir gehen einfach rein. Go for it. Ich hab ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor der Prinzessin. Ich habe Angst vor der The Prinzessin. interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Okay, es ist ziemlich leer hier. Das einzige Möbelstück ist dieser Tisch mit einem Dolch drauf. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Wir brauchen den, um diese Sache richtig zu machen. Warum soll ich Auto nochmal fahren? Damit du nochmal ganz kurz in Lidl fahren kannst, Chips kaufen. Okay, wenn wir jetzt ohne Wache... wow, für eine Sache. Wir könnten jetzt natürlich das Schwert, Dolch, keine Ahnung, nehmen. Oder wir gehen einfach unbewaffnet in die Sache rein. Sollen wir uns bewaffnen oder sollen wir uns eher nicht bewaffnen? Was meint ihr? Habt ihr da Vorschläge? Eventuell. Ich will da eigentlich nicht unbewaffnet rein, weil wer weiß, was da am Ende für eine Prinzessin ist, ne? Okay. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Wir nehmen das Schwert vom Tisch. Es wird schwierig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten, ohne es. Don't go into a dungeon without a weapon. Leute, ich kann nicht so viel trinken, wie ihr wollt. Das meine Blase. Leute, ernsthaft, meine Blase. Ich habe schon wieder bei der vertikalen Aufnahme vergessen, die anzumachen. Ich bin toll, oder? Trinken ist wichtig. Ja, ist wichtig und richtig, Mina. Das müsst ihr aber auch machen. Nicht nur ich. So. Du Held vom Erdbeerfeld. Ja, ich glaube auch. Okay, wir gehen jetzt rein. Okay, wir stechen sie ab. Wir stechen sie The door ab. to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Okay, das ist alles sehr düster und die Luft steht auch so ein bisschen. Wenn die Prinzessin wirklich hier lebt, dann wird sie zu erschlagen wahrscheinlich ein Gefallen für sie sein. Her voice carries up the stairs. Ihre Stimme kommt zu uns hinauf. Who's there? Ich hab Angst. Ich hab Angst, Leute. Hallo, Odi. Na? Ja, er soll putzen, weil er dich angefasst hat. Richtig so. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Sie hört sich gefährlich an. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Lass dich nicht verarschen. Das ist alles ein Part von der Manipulation. Hey, I think I'm here to kill you. Wie geil. Ich will nur mal nach dir sehen. Oh, it's been so long since anyone's come down here. I was starting to think they'd forgotten about me. Oh, es ist schon so lange her, dass jemand hier hingekommen ist. Ich dachte, ich wurde vergessen. Ich habe ein bisschen Angst.
You walk Oh, down the guck mal, wie stairs hübsch die and ist. lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Wir gehen weiter die Treppe runter. Und gucken in die Augen der Prinzessin. Da ist eine schwere Kette, die um ihr Handgelenk ist. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Es ist so eine kalte Schönheit. Ist sie wirklich eine Gefahr für die Welt? Focus on the task at hand. Wir müssen uns auf Task, oh mein Gott, ey, mein Englisch ist so scheiße. And there you are. Are you here to kill me or something? Und nun bist du hier. Bist du hier, um mich zu töten oder so? Okay, ich habe das noch nicht entschieden. How about you drop the knife and the two of us just talk? Wie wär's, wenn du das Messer hinlegst und wir beide reden einfach? Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Wir können einfach das Messer hinlegen und alles aussprechen. Also einfach über alles reden. Don't you dare. Wehe, du tust das. Wie geil einfach. Oh, ich schwöre, ich feiere das gerade hart, ne? So, ich musste hier mal ganz kurz was machen. So. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Es ist alles in Ordnung. Wir können entscheiden, was wir mit ihr machen, nachdem wir mit ihr geredet haben. Vielleicht ist sie wirklich ein Monster. Aber jemanden einfach so zu töten, ist nicht sonderlich cool. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich glaube, wir werden sterben. Okay, drop it. Blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Das... Wie der einfach seufzt. Was ist denn hier los? Sag mal, Erzähler, das ist nicht cool. Wir töten doch keine wunderschöne Frau. Oh, am Ende verwandelt die sich in irgendwas Ekliges, ne? Und dann beruhigt das. Egal. Ja, das Schwert fällt uns aus der Hand, also aus den zitternden Händen und fällt auf den Boden mit einem unschönen Klang. Thank you. Danke. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. Entgegen deinem besseren Wissen quasi, es zeigt halt nur einen Job. Also, ich habe nur einen Job. Ich verbassel den. Du gehst gehen wir zur Prinzessin, um mit ihr von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. We'll be fine. Alles wird gut. Don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Guck dir die Augen alleine an, die tötet dich. Ich hab voll Schiss. Ich glaube, ich werde gleich schreien. Ja. Ich weiß nicht, was du dir auch hoffst, hier zu erreichen, aber ich kann dir versichern, da ist kein Reasoning, also kein... Ne, das wird nichts bringen mit ihr. Vergiss einfach nicht, dass das Schwert am Boden, du wirst es noch brauchen. So here we are. What an awkward start to a relationship.
So sind wir also hier. Was für ein seltsamer Start für eine Beziehung. Was für eine Beziehung, bitte? Ich habe doch keine Beziehung mit dir. Was ist falsch mit dir? Wir kennen... Alter, ich soll... Weißt du, ich komme dahin, um dich umzubringen? Die ist eine Fliege. Hallo, Atreya. Na, schön, dass du da bist. Weißt du, so... I don't know. Ich komme damit gerade gar nicht klar. Also, ich stelle uns mal kurz hier so hin. So, dann sieht man auch, was sie sagt. Ist, eine Beziehung, think you're afraid as well, but you have to say about it. Okay, wir machen erstmal das hier so. Oder nee, komm, wir fangen doch mal, wie heißt du denn? She hesitates before answering. Sie zögert, bevor sie antwortet. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Oh, okay. Du kannst mich als Ihre Majestät oder ich hätte sie umbringen sollen, einfach ohne zu fragen, oder? Note the lack of detail. You can't trust her. Registriere, dass sie dir nicht ihren Namen gesagt hat. Du kannst ihr nicht vertrauen. Eine Beziehung? Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Die ist irgendwie seltsam, oder? Ich hätte die umbringen sollen, oder? Lurk, mein Magen ruft. Alles klar, Süße. Tu schön was essen, ne? Und iss für mich mit. Also komm nicht auf komische Gedanken. Wir sind zwei Menschen, die sich gerade erst getroffen haben. Bei der Definition, wir haben eine Beziehung. Also im Sinne von Beziehung, so. Achso, dann gehst du kacken? Ja, dann geh kacken. Da draußen gibt es Leute, die denken, du bist eine Bedrohung für die Welt. Was sagst du dazu? Don't just tell her that. Warum sagst du ihr das? Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. They like the world, I think. Ist das der Grund, warum die mich hier unten eingesperrt haben? Aber ich will niemanden verletzen. Ich mag die Welt, denke ich. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here a long time. Ich erinnere mich nicht an viel davon, um ehrlich zu sein. Ich bin hier schon viel zu lange. Just how long has she been down here? Wie lange ist sie denn schon hier unten? If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Wenn ich dafür verantwortlich sein sollte, dass die Welt endet, ja, warum sollte ich so gefährlich sein? Die ist gruselig. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen würdest. Ending the world seems like an awful lot for just one person to do. I wouldn't even know where to start.
Die Welt zu vernichten scheint ein ziemlich großer Job für eine einzige Person zu sein. Sie wüsste nicht einmal, wo sie starten sollte. I believe her. Ich glaube She ihr. doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. Sie muss nicht wissen, wie es geht. Sie kann es einfach tun. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Warum habe ich nochmal diese Demo angefangen zu spielen? Am Ende des Tages, was immer wir beide uns hier unten hingebracht hat, ist about Vertrauen. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Oh, die ist gut. Die ist richtig gut. Wer immer dich ausgesandt hat, mich zu töten, hat dir nicht einmal gesagt, warum. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise we'd be killing each other instead of talking. Das scheint nicht richtig zu sein. Und ich glaube nicht, dass es richtig für dich ist. Am Ende werden wir uns gegenseitig umbringen. She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. Ja, sie hat schon, ne? Die ist schon echt gut, ne? So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. Sie könnte mir sagen, dass sie einfach nur ein einfaches Leben im Wald leben wird oder irgendwelche guten Dinge oder was auch immer ich gerade hören möchte. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? Aber du kennst mich nicht. Was kann mein Wort schon ausrichten in so einer Situation wie dieser? She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Sie hat recht bei einer Sache. Ihr Wort bedeutet nichts. Like I said, it's all about trust. Blind trust. Es geht immer ums Vertrauen. Blindes Vertrauen. So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? Wirst du mir vertrauen? Dem Gefangenen, dem Opfer, der Prinzessin? Absolut inkompetent auf, der Weltzerstörung? Oder vertraust du wem immer, der mich hier eingesperrt hat? She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. Sie liegt falsch. Es geht hier nicht um Vertrauen. Es geht um Risiko. Wir sind dabei, alles zu verlieren, nur für diese eine Person. Wie lange bist du schon hier unten? Too long. Zu lange. Wie wäre es, wenn ich dich hier rausbringe? You can't. Don't bother. Du kannst das nicht tun. I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... Ich denke mal, hier gibt's, du hast keinen Schlüssel, oder? Ich bin sicher, hier ist irgendwo ein Schlüssel. Und wenn hier keiner ist, Well, we can always put that knife to good use. wir können immer noch das Schwert benutzen. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. Sie schaut sich das Schwert ganz genau an. She isn't suggesting what I think she's suggesting, right? She is. I'm sure of it. Warum können wir eigentlich mit dem Erzähler reden?
Okay, wir haben genug geredet. Oh, have you decided what to do with me? Hast du entschieden, was du mit mir machen wirst? You know why you're here. Du weißt, warum du hier bist. Okay, wir haben jetzt 3 Möglichkeiten. Ich mache erstmal Möglichkeit 1. Doubt, unfortunately, clouds Hab your ich mich thoughts erschrocken. as you attempt to run her through. Ih, guckt euch mal meine Fingernägel an. Bah. A moment of distraction and hesitation is all she needed to sidestep your thrust and deliver a catastrophic blow to your jaw. It feels like you've been hit with a sledgehammer. You can feel bone grinding on bone where your jaw has been fractured. Hat die uns umgenietet? Echt jetzt? Holy shit, that hurts! Scheiße, das hat Though she's wehgetan. unarmed, the shock of that first strike is enough to stagger you, putting you and the princess on somewhat equal footing. Your blade slashes through the air again and again, and her fists connect with your body as many times or more, each impact as heavy as that first bone-crushing hit. Okay, es ist ein schwerer Kampf, definitiv. Und We ja. can still turn this around. Okay. Nö, wir beenden die Kacke. You and the princess stare at each other, both gasping for breath, equally exhausted. You probably won't make it out of here alive, but you can at least make sure that she won't make it out of here either. Du und die Prinzessin starren sich gegenseitig an. Beide keuchen, weil sie komplett erschöpft sind. Wir werden es wahrscheinlich nicht lebend hier rausschaffen. Aber du kannst dafür sorgen, dass sie es auch nicht schaffen wird. Excuse me? Entschuldigung. Do you think this is what I wanted to happen? I have a duty to state the facts of the situation, and honestly, it's a miracle anyone is still standing right now. Denkst du wirklich, das ist das, was ich wollte, dass das passiert? Ich habe die Pflicht, halt zu sagen, was die Fakten von der Situation sind. Und ehrlich gesagt, es ist ein Wunder möglich, dass irgendjemand jetzt da noch lebend rauskommt. Can you not feel all those ruptured organs bouncing around in there? If the princess doesn't do our friend in herself, internal bleeding is certain to finish the job. Ja, also unsere Organe sind rupturiert und ne, tut halt weh und wir sind schwer verletzt. Wenn die Prinzessin uns nicht umbringt, dann werden unsere Verletzungen den Rest erledigen. The two of you clash for the final time. You feel your ribs break as she delivers a heavy blow, but you push through the pain, falling forward and sinking your blade deep into the princess's heart. Sie, wir kommen zum Finale und wir spüren, wie unsere Rippen brechen, als sie uns schlägt. Aber wir durch den Schmerz hindurch rammen wir ihr das Schwert ins Herz. Oh, Oh, The two of you fall to the floor. wir beide fallen auf den Boden. this was fun. Das hat Spaß gemacht. The princess gasps, her voice an unhealthy rasp as her lungs start to fill with blood. Die Prinzessin keucht. Ihre Stimme ist ein leises Flüstern oder Rasp, keine Ahnung. Und ihre Lunge fängt an, sich mit Blut zu füllen. You put up more of a fight than I thought you would. But I have to wonder, Ja. do you really think this is the end? Denkst du wirklich, das hier ist das Ende? There it is again. That razor-sharp look in her eyes and the terrifying conviction in her words. Kann es sein, dass die zufällig die Zukunft voraussagen kann?
But you don't have the time to worry over such things. Everything goes black, and you die. Wir haben keine Zeit, uns um irgendwas Sorgen zu machen. Alles wird schwarz und wir sterben. Oh. Chapter 2, The You're Adversary. on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Echt jetzt? You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Wow. Ich habe ein seltsames Ding auf dem Déjà-vu. Terrible sense of déjà vu. No, you don't have that. This is the first time either of us have been here. Nein, das ist kein Déjà-vu. Wir sind zum ersten Mal hier. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Ja, wenn er sich nicht erinnert, was passiert, dann, naja, machen wir das. You know I can hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. Es ist schwierig, Geheimnisse vor ihm zu bewahren. Und du weißt schon, dass er dich hören kann. That's fine. It doesn't matter if he can hear us. The only thing that matters is marching up to that cabin and winning. Okay, That's the spirit. There's no point in squabbling when the real threat is just up that hill. okay. Sind wir irgendwie in so einer Zeitschleife oder so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Déjà-vu, also nicht nur ein Déjà-vu ist. Ich bin ziemlich sicher, dass das schon passiert It ist. hasn't. Or if it has, I certainly haven't been a part of it. Like I said, we've just met for the first time, you and I. Es ist nicht passiert. Oder wenn es passiert ist, er war kein Teil davon. Ne, die treffen sich ja zum ersten Mal. Gehen wir mal davon aus, dass ich die Wahrheit sage. Und all das, von dem ist wirklich schon passiert. Warum sollte ich auf dich hören? Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Okay, sagen wir mal für den Moment, das hier ist wirklich das zweite Mal. Du hast eine Version von mir getroffen. If you're back here, I'm assuming you died, which probably only happened because you didn't listen to me. Wenn du wirklich wieder hier bist, dann, weil du gestorben bist, du hast nicht auf mich gehört, deswegen bist du gestorben. We did our best with the information we were given, and we did kill her. Und wir haben alles gegeben, ne, mit den Informationen, die wir bekommen hatten, und wir haben sie ja And getötet. yet you still died, didn't you? So congratulations. You've been given another chance to actually do this right. Aber du bist dennoch gestorben, nicht wahr? Also Glückwunsch. Du hast eine weitere Chance bekommen, um das jetzt richtig zu machen. And I believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Was ist daran so falsch zu fragen, warum wir das tun? Was ist los mit dir? What do you mean? Of course there weren't any consequences. We killed the princess killed us, and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? Had you failed to slay the princess, what would have happened to everyone in the place you left? Wenn du es nicht geschafft hättest, die Prinzessin zu töten, was wäre passiert? Ugh, enough with the talking. We've got a fight to win. Nothing else matters. Okay, genug der Gespräche. Wir müssen einen Kampf gewinnen. Nichts anderes zählt. I couldn't agree more. The cabin
and your destined confrontation with the princess awaits. Er stimmt zu. Das Häuschen und unsere schicksalhafte Konfrontation mit der Prinzessin wartet. Lass mal über diese Prinzessin Just be reden. quick about it. Dann sei aber schnell. Um dich vom letzten Mal zu zitieren, sie ist nur eine Prinzessin. Warum war sie stark genug, um uns mit ihren bloßen Händen zu töten? She is just a princess. Whatever you think happened to you last time, just get it out of your head before you get to the cabin and you'll be fine. Sie ist nur eine Prinzessin. Was immer du denkst, was beim letzten Mal passiert ist, bekomm es aus deinem Kopf, bevor du in diese Hütte gehst. Dann wird alles gut. Warum ist sie dort eingesperrt? Was ist das für ein Ort? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Oh, Scheiße, das ist so geil. Leute haben sie hier eingesperrt. Und ich habe dir gesagt, was das für ein Platz ist. Es ist ein Weg in den Wald. Oh, this is maddening. Why do you keep asking questions? Das ist so nervig. Warum fragst du immer noch? There's nothing wrong with getting the full picture of what's going on here. Ja, genau, das ist es halt. Es ist nichts Falsches daran, ein komplettes Bild von der Situation zu bekommen. Sure there is. It's wasting time and energy that would be better spent fighting. Voice of the Stobron, haben wir jetzt irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit oder so? Jetzt haben wir nämlich, wir haben jetzt unsere Stimme, wir haben jetzt die Stimme von dem Sturen und die Stimme vom Erzähler. Jetzt wird's echt crazy. That's all. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Dann gehen wir mal zur Hütte. A warning before you go any further. Eine Warnung, bevor du She will weitergehst. lie, she will cheat, and she Ja, will do ja, everything das in kennen her wir power schon. to Lying and cheating doesn't sound like her at all. Not that it matters. It's not like she can lie or cheat in the middle of a fight. Are you sure about that? The Yep. point of my warning wasn't to start an argument over what circumstances the princess is capable of lying in. It was to give you some broadly applicable advice. Er wollte uns nur einen Rat The geben. princess will do and say whatever she thinks it will take to get her out of there. So don't trust her. Ever. Are we clear? Wir sollen ihr nicht vertrauen. Crystal. Let's just get on with it already. Auf geht's. Kristallklar. Dann wollen wir mal. The cabin is tighter than its exterior would suggest. Its cold stone walls press in on you, as if trying to forcefully direct you towards your destination. The only furniture of note is a black iron altar, with a pristine blade perched on its edge. Okay, jetzt sieht das schon wieder komplett anders aus, als wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal war das ja so eine einfache Hütte. Und jetzt, also von draußen sah es ja immer noch so aus wie diese einfache Hütte. Und jetzt ist das irgendwie so ein Stein und bla. Und man hört es richtig tropfen. See? Even the cabin has the right idea. Let's get moving. Ja, ja, wir gehen ja The weiter. blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Du hast nichts über den Spiegel an der Wand gesagt. That's because there isn't a mirror. There's the altar, the blade sitting on the altar, and the door to the basement. There's nothing else in here. Okay, der Erzähler sieht den Spiegel nicht. There's definitely a mirror. Da ist definitiv ein Spiegel. Hier. There isn't. Da ist keiner. You already wasted so much time in the woods. Who even cares if there's a mirror? Du hast schon so viel Zeit im Wald verplempert. Wen kümmert schon der Spiegel? Ja,
Ja, aber es kümmert mich. Ich möchte gerne sehen, wie geil ich I care less bin. about that and more about whether we're being lied to. If he's willing to lie about something as innocuous as a mirror, what else is he hiding from us? I'm not lying to you. Use your eyes. There is no mirror. Why would I lie about something so meaningless? What good would it even do? Er lügt uns nicht an. Warum sollte er uns über einen Spiegel anlügen? Weil es ist halt absolut, ne? You take the blade from the altar. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Ja, ja. Dann gehen wir mal runter. Es ist komplett anders als wie beim letzten Mal. The door to the basement creaks open, revealing a rough stone staircase, its walls pressing at your sides and tightening as you descend. The air seeping from below is heavy and oppressive, with an almost sulfuric odor to it. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Ja, wir gehen jetzt eine Steintreppe runter. Hier ist überall Stein und bla. Und wenn die Prinzessin wirklich hier lebt, dann ist es wahrscheinlich ein Gefallen, den wir ihr tun, wenn wir sie Her umbringen. fierce voice carries up the stairs. Ihre Stimme kommt zu uns Is hoch. that another challenger? Finally. It's been ages since I've had a good fight. Ist das ein neuer Herausforderer? Oh, Gott sei Dank, es ist ewig her, seit sie einen guten Kampf This isn't hatte. what she sounded like last time. Her voice is a little deeper, almost threatening. Okay, das ist nicht, wie sie beim letzten Mal geklungen hatte. Good. Sounds like my kind of princess. As much as I appreciate the enthusiasm, just make sure you don't let your bloodlust get to your head. You need to stay focused and keep your wits about you. Remember, you're here to slay the princess, not to have a good fight. Du bist hier, um die Prinzessin zu töten und lass dir deine Blutlust nicht zu Kopf steigen. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A large shackle leading from her wrist to the basement wall. Also beim letzten Mal hatte die keinen Schwanz. Okay. Is it just me, or does she look stronger than she used to? Looks like she could rip those chains out of the wall without a second thought. Bin das nur ich oder sieht sie wirklich stärker aus, als sie sollte? Es sieht so aus, als könnte sie diese Ketten locker aus der Wand reißen, ohne drüber nachzudenken. This time, we're ready for her. Aber dieses Mal sind wir für sie bereit. Oh, it's you again. I'd been hoping you'd find your way back here. Good to see that death doesn't stick for either of us. Oh! Du schon wieder. Ich habe gehofft, dass du deinen Weg zurückfindest hierhin. Gut zu sehen, dass ja, der Tod nicht für uns beide. And Ne? you brought your little knife, too. Yes. Und du bringst ein kleines Messer mit. Ja. Alter, was ist das? I'm going to have fun breaking you into little pieces. Ich werde Spaß haben, dich in kleine... Piu. Oh, Scheiße. Fortsetzung folgt. Ja. Danke für dein Look, Vampi. Schön, dass du da bist. Und ja. Das war jetzt There's 10 rules and one ending to find in the demo. Oh mein Gott. And many more. Oh Gott. Okay, wir haben eins der Enden haben wir hingekriegt. Ja. Okay. Cool.
Okay, ja, das war die Demo von Slay the Prince. Scheiße, ist das geil. Ist das cool. Das ist nice. Das ist nice. Das ist auf jeden Fall lustig. Ja. Wie fandet ihr das jetzt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, das ist schon geil. So viele verschiedene Arten, wie du die einfach, wie man sterben kann, rein theoretisch. Und dass wir, sowohl wir als auch sie wieder, also anscheinend wiedergeboren wurden. Ich bin mal gespannt, wie, ja. Also ich habe es mir auf jeden Fall schon, tut es auf jeden Fall Wishlisten, Leute. Es wird auf jeden Fall, es wird geil, definitiv. So.